Hallo liebe Modellbahner und Landschaftsbaufans. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie die neue EasyTrack Winteranlage Teissensee entstanden ist. Freuen Sie sich auf viele neue Methoden zur Gestaltung einer traumhaften Winterlandschaft in der Spurweite H0. Mit ihrer kompakten Größe von nur 1,20 Meter x 1 Meter bietet die Anlage auch für Modellbahner, die nur wenig Raum für ihr Hobby zur Verfügung haben, eine Lösung. Wie bei jeder neuen Anlage bauen wir zuerst einen stabilen Lattenrahmen auf. Eine aufgeschraubte 3 mm MDF-Grundplatte bildet die Basis für den EasyTrack Trassenaufbau. Die Latten werden mit Weißleim verklebt und zusätzlich verschraubt. Im EasyTrack Trassenbausatz finden Sie eine 1:1 Bohrschablone, die auf die Grundplatte aufgelegt und im Rahmen mit Klebestreifen befestigt wird. Der Papierbogen kann danach nicht mehr verrutschen. Jedes auf der Bohrschablone eingezeichnete Ständerkreuz wird in der Mitte mit einer 1 mm Bohrung versehen. Die Bohrschablone wird anschließend von der Grundplatte entfernt. Bohrlöcher werden zur besseren Übersichtlichkeit mit einem Filzstift markiert. Der stabile Anlagenunterbau ist fertig und der Aufbau der Trassenstützen kann beginnen. Aus der Ständertabelle werden die Bodenplatten, die Ständerelemente mit der entsprechenden Höhe und der oberen Wippe ausgewählt. Es ist nicht zwingend erforderlich, die Bodenplatten mit Uhu-Por zu verkleben, bietet aber zusätzliche Sicherheit für die Stabilität der Trasse. Die Bodenplatten werden mit einem Lineal ausgerichtet und die beiden Schrauben endgültig festgeschraubt. Die Ständer sind nun perfekt zueinander ausgerichtet. Mit Kunststoffkleber werden die beiden Ständerelemente aufeinander geklebt. Die fertigen Ständer werden auf die Bodenplatte geklebt. Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie zwei Trassenbrettchen über eine Verbindungsplatte miteinander verbunden werden. Zum Ausrichten dienen hierbei die beiden Mittelmarkierungen. Der Heißkleber wird streifenförmig aufgetragen und das nachfolgende Brettchen aufgelegt und angedrückt. Mit der Heißklebepistole wird das vorbereitete Trassenstück auf die entsprechenden Ständer aufgeklebt. Sie sollten hierbei zügig arbeiten, da der Klebstoff schnell trocknet. Die Trassenbretter fest andrücken, damit keine Absätze auf der Trasse entstehen. Auflegen von Gewichten erleichtert die schnelle Verklebung. Zur perfekten Ausrichtung wird das folgende Trassenbrettchen an der Stirnfläche der vorherigen Trassen und am nachfolgenden Ständer orientiert. Schnell und einfach ist die EasyTrack Trasse entstanden.
Das gerade Bruchsteinviadukt wird in der Mitte markiert, mit der Säge halbiert und auf Schleifpapier abgezogen. Das gerade Brückenteil und das gebogene Bruchsteinviadukt werden mit Heißkleber verklebt. Die komplette Brücke wird auf die Anlage gestellt und das Trassenbrett an der Schnittstelle markiert und mit der Säge gekürzt. Gekürzte Brückenpfeiler werden an das Komplettviadukt angeklebt. Der Brückenkopf wird mit einer Unterlage für das Trassenbrett versehen. Schließlich findet das vollendete Bruchsteinviadukt den endgültigen Platz auf der Anlage. Für eine weitere Brücke wird aus der Trasse ein Stück herausgesägt und die Länge der Stahlbrücke markiert und entsprechend gekürzt. Ein gerades Sägleis und Klebeband fixiert die Brücke in ihrer endgültigen Position. Ein Brückenkopf wird mit Heißkleber an den Ständern befestigt und dabei nach oben Richtung Brücke geschoben. Auch das Geländer wird entsprechend gekürzt und durch Aufklicken befestigt. Eine Stahlbrücke und Bruchsteinviadukt werden eingebaut und werden zum späteren Blickfang auf der Anlage. Die Gleise werden entsprechend dem Gleisbahn auf der Trasse verlegt und die Kabel zur Stromversorgung angelötet. Bei dieser Kompaktanlage sind 3 Gleiseinspeisungen vollkommen ausreichend. Schon nach kurzer Bauzeit kann die erste Lok über die Gleistrasse fahren und wir erhalten einen ersten Eindruck von der abwechslungsreichen Streckenführung dieser Kompaktanlage. Im nächsten Schritt werden Tunnelportale und Stützenmauer in die Anlage integriert. Mit einem Anschlagwinkel und einem Cuttermesser wird das Portal zugeschnitten. Sowohl das Portal als auch die Stützwand erhalten eine 45° Schräge. Zunächst wird mit dem Cuttermesser vorgeschnitten und die Schräge danach auf Schleifpapier geglättet. Beide Teile werden mit Heißkleber zusammengefügt. Damit später keine unschönen Schlitze zu sehen sind, sollten Sie möglichst passgenau arbeiten. Die Steinstruktur der Klebekante wird mit einem spitzen Messer nachgeschnitten, um die Mauersteine aneinander anzugleichen.
Die so entstandenen Portale werden mit Heißkleber auf die Trasse geklebt. Zwei paarweise aufeinander geklebte Tunnelinnenwände lassen die Tunneleinfahrt vorbildgetreu wirken. Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht die Tunnelausfahrt mit zwei weiteren Portalen und Tunnelinnenwänden. Die Gesamtkonstruktion der Portale wirkt sehr abwechslungsreich. In der Mitte der Anlage soll eine serpentinartige Passstraße entstehen. Zunächst wird die Grundhöhe der Straße im hinteren Bereich der Anlage über eine Holzstütze definiert. Um den Verlauf der Straße im Gelände auf einer MDF-Platte zu übertragen, wird eine flexible Terraform-Strebe verwendet. Die flexible Strebe wird dabei entsprechend der gewünschten Straßenführung gebogen. Ist die gewünschte Form der Straße erreicht, so wird die Strebe vorsichtig ohne ihre Form zu verändern auf eine 3 mm MDF-Platte gelegt. Durch leichten Druck wird die Strebe auf die Platte gepresst und die Außenkanten vorsichtig mit einem Filzstift auf der MDF-Platte übertragen. Dabei keinen seitlichen Druck ausüben, um die Form der Strebe zu erhalten. Ausgehend von der Strebmitte wird die Straßenbreite mit einem Maßstab abgetragen und die Markierung durch einen freihändigen Linienzug miteinander verbunden. Anschließend kann die Straße mit einer Stichsäge ausgeschnitten werden. Das fertige Straßenstück wird mit Weißleim und zwei Senkschrauben auf den beiden Holzstreben befestigt. Unterhalb der Passstraße wird eine Stützmauer aufgeklebt. In einer der Ecken soll ein zugefrorener See mit Schlittschuhläufern und einem Kiosk entstehen. Eine erhöhte Sperrholzfläche bildet den Seeuntergrund. Die rückseitige Verblendung wird mit Weißleim und Schrauben am Rahmen fixiert. Der gewünschte Geländeverlauf wird mit einem Filzstift auf der Verblendung aufgezeichnet und anschließend mit einer Stichsäge zugeschnitten. Die kleine Stallfläche für den Seekiosk entsteht. Mit Uhupor wird die Unterlage der Bahnhofsfläche in Form eines Kunststoffstreifens auf die Trasse geklebt. Die Bahnhofsfläche wird angebracht. Die vorbereitete Unterführung wird auf die Passstraße geklebt. Ein weiterer Tunnel wird mit Uhupor vor dem Bergmassiv eingeklebt. Der Rohbau der Anlage ist fertiggestellt, Straßen, Stallflächen und Unterführungen sind entstanden und die Verblendung wurde angebracht. Wir beginnen mit dem kreativen Teil der Landschaftsgestaltung und geben der Anlage eine bergige Gestalt. Besonders geeignet dafür ist das bewährte Terraform-System. Ein Stab wird in die Landschaft gehalten und die gewählte Länge mit dem Finger markiert. An der markierten Stelle wird das Cuttermesser aufgesetzt und der Stab unter leichtem Druck auf einer Fläche gerollt.
Dabei entsteht eine Kerbe, an der der Stab durch vorsichtiges Hin- und Herbiegen abgebrochen werden kann. Am Tunnelportal wurde bereits ein Einfachverbinder mit Heißkleber angeklebt. Der Stab wird an beiden Seiten in den vorgesehenen Verbinder gesteckt. Eine Querversteifung aus Stab und 2 Verbindern wird auf die vorhandenen Stäbe aufgeklebt. Mit dem zu jeder Zeit veränderbaren Terraform-System entsteht die komplette Unterkonstruktion für das Gelände. In einem weiteren Schritt wird die Unterkonstruktion mit Geländekrepp überzogen. Auf eine am Tunnelportal befestigte Querstrebe wird eine Leimraupe aus Heißkleber gelegt und das Geländekrepp fixiert. Der Restbogen wird auf den anschließenden Stäben weiter verklebt. Sinnvoll ist es, den Heißkleber am Rand des Geländekrepp aufzutragen, da abstehende Kreppteile das anschließende Verspachteln der Oberfläche behindern. Auf diese Weise wird das komplette Terraform-Gerüst verschlossen und zum ersten Mal ist die Landschaft in ihrer kompletten Kontur zu erkennen. Aus einer Felsplatte Kalkstein wird ein Felsstück mit dem Cuttermesser angeschnitten und aus der Platte herausgebrochen. An einer steilen Stelle der Landschaft wird das Felsstück mit der Klebepistole auf das Geländekrepp geklebt. Weitere Felsstücke folgen und es entsteht eine komplette Felswand. Die Orientierung der Felsstücke wird entsprechend der Richtung der Gesteinsstruktur festgelegt. Zwischen den Felsen sollte ein wenig Platz bleiben, dann wird die schöne Felsstruktur nicht von Spachtelmasse verdeckt. Die Landschaft hat Gestalt angenommen. Eine Stellprobe der Gebäude ist vorteilhaft, um neue Ideen zur weiteren Gestaltung der Landschaft zu entwickeln. Mehrere Felsstücke werden mit Felsspachtelgranit zu einer Einheit verbunden. Die Felsspachtel wird dazu einfach am Rand der Felsen abgelegt und möglichst nicht abgestrichen. Dadurch bleibt beim anschließenden Tupfen mit einem leicht befeuchteten Borstenpinsel die felsige Struktur erhalten. Alle Stellen, an denen das Geländekrepp noch zu sehen ist, werden mit Montagespachtel versehen. Der Montagespachtel wird flächig aufgetragen und nach kurzem Antrocknen mit einem feuchten Pinsel geglättet. Da wir eine Winteranlage bauen, sollen natürlich auch schöne Schneeüberhänge und Schneewächten zu sehen sein. In den Mischbecher werden 60 Gramm Montagespachtel und ca. 10 Gramm Weißlein gegeben. Dann wird nur noch sehr wenig Wasser hinzugegeben und mit einem Spachtel gemischt. Es entsteht ein zäh fließendes Material, welches zunächst mit der Spachtel aufgetragen wird und sich dann hervorragend mit dem Borstenpinsel über die Tunnelkanten schieben lässt. Das Material verrundet perfekt und fließt auch nur geringfügig nach.
Eine tolle Methode für perfekte Schneewächten und Überhänge. Probieren Sie es aus! Im Zeitraffer wird diese Technik auf allen Flächen, auf denen winterliche Schneeüberhänge entstehen sollen, angewendet. Die komplette Anlage wurde winterlich vorbereitet und wartet nun auf die farbliche Gestaltung der Felsen und Mauern. Zunächst werden alle Felspartien, Mauern, Portale und Brücken mit schwarzem Acrylspray gesprüht. Es sollte nicht zu viel Farbe aufgesprüht werden, da sonst die feine Felsstruktur verloren geht, aber in jedem Fall so viel, dass die Vertiefungen vollständig schwarz werden. Anschließend werden alle Bereiche seitlich mit Acrylspray grau angehaucht. Sprühen Sie nicht zu viel graue Farbe auf, denn die anschließende Garnierung wird den Fels weiter aufhellen. Die graue Farbe wurde hier gewählt, um den eisigen und kalten Eindruck der Winteranlage zu verstärken. Nachdem das Acrylspray vollständig getrocknet ist, werden alle Fels- und Mauerflächen mit weißer Acrylfarbe und einem nahezu vollständig ausgestrichenen Borstenpinsel garniert. Drücken Sie den Pinsel am Anfang nur leicht auf und beobachten Sie das Ergebnis. Lässt der Farbauftrag nach, kann fester garniert werden. Nur die Spitzen der Oberfläche sollten betont werden, in keinem Fall zu viel garnieren. Alle waagerechten Flächen, an denen später Schnee liegen soll, werden mit einer gut deckenden weißen Wandfarbe gestrichen. Diese brillant weiße Farbe ist für die Wirkung der später aufgetragenen Schneeflocken unbedingt notwendig. Das Ergebnis zeigt, eine wunderschöne Winteranlage entsteht und wird im zweiten Teil weiter verfeinert und ausgestaltet. Im zweiten Teil des Making-of zur neuen EasyTrack-Anlage Teichensee werden wir Ihnen weitere Tipps und Tricks zu den noch Winterprodukten und zur Wintergestaltung geben.